Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute fangen wir mit dem unüberwachten Lernen an. Jetzt sind wir ja schon eine Weile hier bei der Serie dabei und ich glaube, so langsam können wir uns mal an was Großes wagen. Genau. Also beim unüberwachten Lernen wissen wir ja, wir haben keine Datenpunkte irgendwie gelabelt. Das heißt, wir wissen nicht, der Punkt ist jetzt ein Smartphone oder der Punkt ist kein Smartphone, sondern wir haben hier einfach ein paar Punkte auf einem Raum und diese Punkte sind sehr, sehr leicht übrigens zu bekommen, weil beim unüberwachten Lernen muss man ja keine Labels irgendwie beschaffen. Und diese Labels sind das, was eigentlich die Daten teuer machen. So unüberwachte Daten, die kriegt man wie Sand am Meer. Denkt nur an kognitive Automobile, also selbstfahrende Autos. Autos fahren so viele rum und wenn wir einfach an das Auto eine Kamera dranhängen, so wie wir es nachher bauen würden, dann haben wir schon genug Daten und können das auswerten. Wir können hier wieder mal logischerweise nur den zweidimensionalen Fall angucken, mehr geht leider nicht. Aber wenn wir als Menschen uns das jetzt hier mal angucken, was ich hier gerade zusammengeklickert habe, dann, nein, das wird kein Smiley, dann ist das hier relativ eindeutig für uns, wie diese Punkte hier irgendwie gemacht werden. Ja, wir können jetzt aber hier kein N oder sowas drauf laufen lassen, denn wir haben ja keine Labels. Es würde ja immer kein Label bei rauskommen. Das heißt, wir können auch nicht rausfinden, wie dieses ganze Ding jetzt funktioniert. Also brauchen wir einen unüberwachten Lernalgorithmus. Und den ich euch als erstes vorstellen möchte, ist der K-Means-Algorithmus. Der K-Means-Algorithmus hat im Prinzip als Ziel nichts weiter als diese Cluster hier, so nennen sich die Punktballungen, als diese Cluster hier zu finden und dann einfach zu sagen, okay, du Cluster hast einen Mittelpunkt, nämlich genau hier und du Cluster hast einen Mittelpunkt genau hier. Und dann haben wir hier zwei Cluster und wenn wir einen neuen Datenpunkt kriegen, wartet ganz kurz, dann nehmen wir hier wieder die passende Farbe, es war ein schönes Grün. Wenn wir einen neuen Punkt kriegen, der zum Beispiel hier liegt, dann sagen wir, okay, ist der näher zu diesem Cluster hier oder ist er näher zu diesem Cluster hier? Die einzige Vorwissensannahme, die wir hier treffen müssen, ist, wie viele Cluster gibt es. Also hier sehen wir eindeutig, es gibt zwei, aber teilweise ist es vielleicht nicht so eindeutig, wenn wir im tausenddimensionalen Raum sind, dann können wir uns das relativ schlecht vorstellen und da wissen wir dann vielleicht nicht unbedingt, was es gibt. Aber wenn man sich mal überlegt, naja, normalerweise gibt es ein Es ist und es ist kein und teilweise ist es dann halt, also in dem Fall wären es dann logischerweise zwei und teilweise hat man vielleicht ein Smartphone, ein Klapphandy, ein Standardhandy und ein Schiebehandy, das wären dann 4 Cluster. Das heißt, wir haben genau 4 Cluster oder 26 Buchstaben, da haben wir auch schon die Anzahl von Clustern, die findet man schon irgendwie raus normalerweise. Genau, und wenn wir dann einen neuen Datenpunkt einfügen, dann berechnen wir hier einfach die Distanz, wie weit sind die beiden Punkte voneinander weg und wie weit sind diese beiden Punkte hier voneinander weg. Und logischerweise ist der näher zu diesem Zentrum hier, also zu diesem Clusterzentrum, zu diesem orangen Teil. Und deswegen gehört er zu dieser Ballungsgruppe hier. So funktioniert im Prinzip der K-Means-Algorithmus. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie rausfinden, wie wir eben diese Cluster-Mittelpunkte haben. Denn die sind uns ja eigentlich gar nicht gegeben. Wir haben ja nur diese Daten hier gegeben. Und dann vielleicht, wenn wir mal irgendwann den Datenpunkt haben, dann haben wir das hier noch. Aber die Cluster-Mittelpunkte, die müssen wir tatsächlich berechnen. Und dazu gibt es den K-Means-Algorithmus, der macht nämlich genau das. Was wir also machen, ist folgendes. Wir sagen hier, wir fangen an und nehmen uns einfach irgendwelche mehr oder weniger zufälligen Cluster-Mittelpunkte, ich nenne die jetzt mal C für Zentrum, Englisch Center, C1 bis hin zu CK, denn wir haben ja genau CK Zentren. Ich schreibe hier mal noch Algo davor, Algo K-Means. So, und wir nehmen uns jetzt diese Zentren irgendwie zufällig am Anfang. Aber das ist natürlich nicht richtig. Nein, nicht darunter, nach oben. Dankeschön. So, wenn wir jetzt diese Zentren irgendwie uns zufällig holen, dann, wo ist die Zeichnung? Dann haben wir hier zum Beispiel den Mittelpunkt vom Zentrum hier hingesetzt und hier hingesetzt. Sowas in die Richtung. Und das macht natürlich absolut keinen Sinn. Da ist komplett falsch. Das heißt, wir wollen diese Zentren-Mittelpunkte verschieben, sodass sie eben dann am Ende passen. Okay, was wir dann also machen, ist folgendes. Ich schreibe hier einfach mal R hoch N hin. Denn wir sind ja im Prinzip im Raum hoch N. Also die werden nicht zufällig im zweidimensionalen,
sondern im n-dimensionalen, also in 1000 Dimensionen oder sowas eingelegt, damit sie auch zu den Punkten passen. Brauchen also auch irgendwelche Attribute. Wir haben, wie gesagt, wie immer n Attribute und brauchen somit, jeder dieser Zentren-Mittelpunkte hat n dieser Attribute mit einem Durchschnittswert dann am Ende sozusagen. Okay, was wir jetzt also machen, ist, wir iterieren hier drüber. Ach, komm schon. Wir schreiben also ein while, solange sich die CJ ändern. Mit CJ meine ich einfach, jeder oder irgendein Punkt hiervon ändert sich noch. Also while exists, oder wir bleiben beim Deutschen, solange ein CJ sich ändert. Das ist eine While-Schleife, wenn ihr das Ganze programmieren wollt, nur solange und while, ja, passt eigentlich. Okay, genau. Solange sich, das soll natürlich kein X sein, sondern ein C. Solange es irgendeinen Mittelpunkt gibt, der sich noch ändert, am Anfang logischerweise ändern sich noch alle, hoffentlich, außer wir haben gleich richtig geraten, ist aber unwahrscheinlich, dann machen wir Folgendes. Wir klassifizieren die einzelnen Datenpunkte, also jeden einzelnen dieser Punkte, die wir gegeben haben, diese schwarzen Punkte, die klassifizieren wir jetzt neu. Also ich zeige euch das gerade mal. Sagen wir haben hier die beiden Mittelpunkte reingetan und jetzt sagen wir, okay, welcher Datenpunkt gehört wozu? Und, schlechtes Beispiel, wir machen es einfach mal so jetzt. Okay, jetzt klassifizieren wir also neu und sagen, es gibt rote und es gibt schwarze Datenpunkte. Die roten gehören zu der Klasse hier, mache ich auch mal den Mittelpunkt hier rot. Und die schwarzen gehören zu der Klasse hier unten, da mache ich den Punkt mal schwarz. So, und jetzt sagen wir, okay, das ist der nächste für den Punkt, den Punkt, den und so weiter und so fort. Und dann aber auch noch für den und den hier. So, sowas in die Richtung. Und die anderen Punkte werden schwarz, sprich sie gehören hier dazu. Jetzt sehen wir, dass es natürlich kompletter Bullshit ist, denn wir haben die Hälfte von den Clustern hier unten und die Hälfte von den Clustern hier, von dem Cluster hier oben gehören zu dem roten und die anderen gehören ungefähr zu dem schwarzen. Ist natürlich nicht das, was wir uns wünschen würden, aber immerhin haben wir jetzt schon mal eine Klassifikation hingekriegt. So, das ist also der erste Schritt, der sieht folgendermaßen aus. Man schreibt hierbei Label L, also L ist mein Label, L ist jetzt rot oder schwarz, ist der argmin, was das bedeutet, komme ich gleich dazu, von J gleich 1, Entschuldigung, J gleich 1 bis K. Wir haben K Klassen, also insgesamt K Zentren auch, haben wir hier oben schon gehabt, und zwar über xi. Das heißt, wir iterieren ja hier über alle Punkte drüber. Wir möchten jetzt alle Punkte klassifizieren. Ich schreibe hier gerade mal noch kurz hin. Klassifiziere alle Punkte xi. Damit wir wissen, worauf sich jetzt dieses xi bezieht. Normalerweise müsste man hier logischerweise auch nochmal eine Vorschleife oder sowas machen. For each xi. Können wir eigentlich machen. Ist ja kein Hexenwerk. For each xi. Klassifizieren wir, indem wir sagen, das Label ist der argmin. Was das macht, sage ich euch gleich. Argmin von xi minus cj. Das war nicht geplant. So. Okay. Das bedeutet, wir berechnen für jeden Punkt, also wir gehen ja hier mit einer For-Each-Schleife durch, für jeden Punkt, den wir finden, berechnen wir den Abstand zum Punkt CJ. Ja genau. Hier sollten vielleicht noch Betragsstriche drumherum. Denn wir wollen ja die Betragsstriche machen, also Minusrechnen macht folgendes, wir berechnen die Distanz davon. Aber beim Minusrechnen kann es jetzt mal passieren, dass, wenn wir uns das mal angucken, hier nach oben hin kriegen wir, wenn wir xi minus cj machen, dann ist cj höher. Das heißt, wir bekommen hier insgesamt was Negatives raus, weil xi minus cj, also 5 minus 10, hat zwar minus 5, aber die Distanz wäre ja eigentlich 5. Die Distanz ist immer positiv. Wir wollen ja nur den Abstand wissen. Und deswegen sagt man hier, okay, ich berechne den Betrag davon.
hier sind wir. Und zwar zu jedem einzelnen dieser CJ, also zu jedem Zentrum. Und am Ende nehme ich das, was mir hier meinen geringsten Abstand liefert. Also wo das hier, dieser Betragsteil, wo das am kleinsten ist. Und deswegen nennt sich das Ganze argmin über diese J. Also ich bekomme quasi nicht den Abstand zurück hier, sonst würde ich mit meinem Minimum ja den Abstand zurückbekommen, sondern ich bekomme das J raus, für das das hier am kleinsten ist. Also das J sagt mir sozusagen auch, wo dann meine Klassenzugehörigkeit ist. Das heißt, in meinem L steht jetzt entweder J gleich 1, 2 oder so weiter oder und so fort drin. In unserem Beispiel hier steht in L entweder 1 oder 2 drin. 1 wäre zum Beispiel das hier und 2 wäre das hier. Wir bekommen also das J zurück, zu dem wir den kleinsten Abstand haben. Okay, das ist dieses Ding hier nur in, ja, es ist möglichst kompakt ausgedrückt. Ich glaube, das war das Ziel von argmin. Okay, und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben diese XI klassifiziert. Und da sagen wir vielleicht dann LI dazu, denn es ist ja im Prinzip kein XI mehr und nicht unbedingt irgendein Label, sondern wirklich das Label von dem Datenpunkt XI. So, jetzt haben wir also die Labels. Was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir berechnen die CJ neu. Also berechne CJ neu. So, wie machen wir das? Dazu sagen wir, Achtung, wir iterieren hier auch wieder im Prinzip über die ganzen CJ, also über jeden Mittelpunkt drüber. For each CJ, also für jeden Mittelpunkt, sagen wir folgendes. CJ wird einfach, upsala, C, okay, schreiben wir gerade unten, das heißt so, CJ wird komplett neu berechnet und zwar summieren wir hier die Label auf, nicht die Label, wir summieren die Punkte, die dieses Label haben, also wir nehmen nur die Punkte, die auch wirklich zu der richtigen Klasse gehören, also Sum über Sum, was ist denn hier los? Wieso springe ich denn die ganze Zeit so? Über alle, achso, wir hatten gesagt, wir bleiben beim Deutschen, Summe über alle XI, für die folgendes gilt. Jetzt muss hier noch eine kleine Bedingung gelten. Und zwar müssen diese XI ja zur Klasse J gehören, also mit dem Label. Also sagen wir hier mit LI gleich J. Also J ist die Klasse hier und LI ist das Label von meinem XI. Okay, super. Und jetzt haben wir aber hier bei CJ was relativ groß. Also wir machen das, wie gesagt, für alle n Attribute. Meine ganzen Datenpunkte x, die kommen ja alle aus n Attributen. Das heißt, hier machen wir eigentlich eine Vektoraddition. Das heißt, wir haben hier n verschiedene Stellen in meinem Vektor und die summiere ich einfach alle auf. Was dann am Ende bei rauskommt, ist was astronomisch Hohes, weil ich ja möglichst viele Datenpunkte haben möchte. Das heißt, ich muss dieses ganze Ding jetzt nochmal verkleinern und zwar so verkleinern, dass es zur Anzahl der Datenpunkte passt. Das heißt, ich sage einfach hier, CJ wird einfach komplett geteilt durch n. Also n ist, halt nicht n, über die Anzahl, ich weiß gerade leider nicht, wie viele das sind, ich erkläre euch gleich warum, über die Anzahl der XI mit LI gleich J. Also wir nehmen alle, die hier in diese Summe reingezählt haben, weil sie das Label richtig hatten. N haben wir aber insgesamt, also wir haben insgesamt n Datenpunkte. Das heißt, wir können hier nicht einfach sagen, wir teilen durch n. Es sind ja nicht wirklich n Datenpunkte hier in diese Summe eingegangen, sondern nur vielleicht ungefähr n halbe in unserem Beispiel, aber es können ja auch deutlich weniger gewesen sein. Okay, was wir also gemacht haben, ist, wir haben den Durchschnitt über diese roten Punkte berechnet von den ganzen Attributen. Und die Attribute sind halt, es sind halt n Attribute, deswegen brauchen wir da so eine komische Rechnung dafür. Wir haben also n Attribute und haben den Durchschnitt davon berechnet. Und was wir jetzt mit diesem roten Punkt gemacht haben, ist folgendes. Wir haben ihn von hier auf den Durchschnitt aller Attribute gesetzt. Das heißt, wir kommen ungefähr hier bei raus. Ups, der sollte logischerweise ein bisschen größer sein. Wir kommen wieder hier ungefähr bei raus, während wir mit dem schwarzen vielleicht ein bisschen näher hierbei rauskommen.
Okay? Weil hier unten sind ein paar mehr Punkte, das heißt, die hier oben zählen nicht so stark ins Gewicht rein. So, und jetzt haben sich diese beiden Punkte geändert. Was wir jetzt also machen ist, das Ganze nochmal. Diesmal verändert sich der rote, also erstmal müssen wir wieder zuweisen. Und diesmal haben wir hier eine klein bisschen andere Zuweisung, nämlich die roten, die sind vielleicht noch so. Da ist noch einer, aber die hier werden jetzt fast alle den roten zugeordnet, weil die ja möglichst nah sind. Die werden jetzt fast komplett hier zugeordnet zu dem roten, weil es einfach näher ist als dieser Berg da unten. Nur vielleicht der hier in der Ecke, der könnte vielleicht näher zu meinem schwarzen sein. Vielleicht die zwei so ein bisschen. Okay, aber der schwarze ist jetzt näher für zum Beispiel den Punkt, den hier und den hier, die vorher rot waren. Der hier und der vielleicht noch. Und die roten, ja, die roten bleiben jetzt hier. So, und jetzt iterieren wir einfach nochmal drüber und berechnen wieder den Durchschnitt. Und jetzt ist der rote Durchschnitt relativ hier ungefähr, also das Ding hier oben. Ich glaube, ich ändere mal kurz die Farbe von diesem roten Teilchen in etwas blassrotes, damit man auch den Unterschied noch sehen kann. Und das schwarze wird jetzt etwas gräulich. Okay, der rote Durchschnitt ist jetzt ungefähr hier, weil die Punkte hier unten, die ziehen den natürlich noch so ein bisschen darunter. Der schwarze, der landet jetzt schon ungefähr, naja, weil nur noch 2 Punkte hier oben sind, der landet so ungefähr hier. So, und wenn wir das jetzt neu klassifizieren, dann haben wir da unten tatsächlich alles schwarz. Also wenn wir jetzt das zu diesem hellroten Punkt klassifizieren, zu dem grauen hier, dann ist das hier logischerweise alles schwarz. Da ist gar nichts Rotes mehr dabei. Und die hier oben, die sind alle rot. Denn wir haben ja hier diese schwarzen Punkte, die sind ja mega weit von dem hier entfernt und der hellrote hier ist ja komplett nah dran. Und was dann als nächstes passiert ist, wir kriegen unseren neuen richtigen Mittelpunkt raus, nämlich genau hier in die Mitte rein und der rote, der setzt sich hier in die Mitte rein. Und dann haben wir unsere Mittelpunkte gefunden und wenn wir das jetzt nochmal durchführen würden, dann würden sich die nicht mehr ändern und wir können abbrechen. Das haben wir in unserer Abbruchbedingung hier mit solange sich ein CJ ändert. Genau, und dann haben wir unsere Mittelpunkte und dann haben wir unsere Ballung gefunden. Super. Probleme gibt es jetzt hier natürlich, wenn ich zum Beispiel komische Klassenverteilung habe, also sowas wie nicht irgendwelche Punktwolken, so wie hier, sondern irgendwelche geraden Trennlinien. Dann wird es schwierig mit dem Algorithmus irgendwas zu machen. Dann müsst ihr euch um euer Distanzmaß kümmern, das heißt, ihr könnt hier nicht einfach sagen, ich subtrahiere und schau, wie weit die voneinander entfernt sind, sondern ich muss irgendwie das Ganze mit einer Kurve machen. Aber da eignen sich dann andere Verfahren besser. Auch noch schwierig wird es, wenn ihr sehr, sehr hohe Dimensionen habt und zu wenig Datenpunkte. Also in diesem Raum reicht jetzt hier die paar Anzahl an Beispielen schon relativ gut aus. Aber wenn ihr jetzt mal an 1000 Dimensionen denkt, selbst im dreidimensionalen, da sind so ein paar Punkte. Naja gut, aber die sind dann halt noch dreidimensional irgendwie verteilt und dann zeichnet es euch am besten mal auf, dann wird es klar. Wir brauchen im dreidimensionalen gleich viel, viel, viel mehr Punkte als im zweidimensionalen und das passiert mit höheren Dimensionen immer, dass wir immer mehr Punkte, immer mehr Daten brauchen und deswegen, ist es teilweise auch schwierig, wenn wir hier sehr hohe Dimensionen haben. Okay, das war es erstmal mit dem K-Means-Algorithmus. Wir sind jetzt schon bei fast 20 Minuten. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.